Ich habe die Technik der Vena-Subclavia-Punktion geändert. Weg von der Landmarke, hin zur ultraschallgestützten Punktion. Und das ist ungefähr 15 Jahre her. Die Gründe dafür, meine Erfahrungen, die beschreibe ich in diesem Podcast. Du hörst Radio Megahertz, den Podcast über Ultraschall in der Anästhesie. Mein Name ist Tim Mecken. Ich spreche heute in Episode 4 der Staffel über die ultraschallgestützten Gefäßzugänge, über die Punktion der Vena subclavia. Wenn das für dich ist, dann bleib dran. Hallo liebe Hörerin, hallo lieber Hörer, schön, dass du dabei bist. Ja, heute geht es um die Punktion der Vena subclavia. Ich möchte erzählen, was meine Technik ist, wie ich den Wechsel weg von der Landmarkenmethode hin zur ultraschallgestützten Punktion vollzogen habe, warum es für mich mittlerweile vollkommen selbstverständlich und logisch ist, die Sonographie für die Punktion zu verwenden. An erster Stelle steht natürlich die Patientensicherheit zu erhöhen, Komplikationsraten zu senken. Die Vena subclavia Punktion ist ein zweiteiliger Podcast. In dieser Folge geht es um die Anatomie, die Sonoanatomie und der Unterschied zur Landmarkentechnik. Und im zweiten Teil bauen wir darauf auf und dann kannst du direkt auch verstehen, wie ich meine Technik umsetze, warum ich bestimmte Sondenmanöver mache und wie ich das sonografisch umsetze. Welche Gründe gibt es, die Vena subclavia zu punktieren? Zum einen sicherlich, weil die Vena jugularis interna oder die Venae femoralis nicht immer zugänglich sind. Es gibt Hinweise, dass die Infektionsraten eines ZVKs in der Vena subclavia verglichen zu einer Position in der Vena jugularis interna oder Vena femoralis geringer sind. Weitere mögliche Vorteile sind, dass die Rate an Venenthrombosen geringer sind und dass Patienten diesen Zugangsort als angenehmer empfinden als ein möglicherweise zu stramm angenähter ZVK am Hals. Unter den ultraschallgestützten Gefäßzugängen ist vermutlich die Vena subclavia Punktion immer noch die Vene, die sehr häufig mit der Landmarkenmethode, mit dem Tasten, Fühlen und dem Anatomielernen durchgeführt wird. Die Gründe dafür sind mir nicht richtig klar. Vielleicht mag es daran liegen, dass die Vena subclavia nicht so häufig punktiert wird wie die Vena jugularis interna. Dann ruft man nach der erfahrensten Ärztin, dem bestmöglichen Arzt, der ist in der Regel etwas älter und der hat es eben mit der Landmarkentechnik trainiert und so wird die umgesetzt. Die tiefere Position der Vena subclavia im Vergleich zur Vena jugularis, schätzungsweise bei 3-4 cm, der entscheidende Parameter der notwendigen optimalen Lagerung zur Punktion, die mangelnde Kenntnis über die Schichtdicke bei einer Tiefe von 4 cm sind aus meiner Sicht objektive Kriterien, dass Kolleginnen und Kollegen die Punktion der Vena subclavia als deutlich schwieriger empfinden als die der Vena jugularis interna. Dann gibt es Personen, die sich strikt auf die Evidenz berufen und vermutlich sogar die neueste Meta-Analyse von Zawadzka et al. Von 2023 gelesen haben und diese Studie auch korrekt zitieren, dass nämlich die Datenlage gar nicht so richtig felsenfest, super duper und muss man jetzt nur machen und alles andere ist ein Kunstfehler ist. Auf das absolut wissenschaftliche Ergebnis heruntergebrochen haben diese Personen recht. Sollte man es deswegen lassen? Nein, auf gar keinen Fall. Im Gegenteil, man sollte angreifen, die Technik verbessern. Das ist ja genau, worum es geht, die Sicherheit einer invasiven Prozedur zu erhöhen, die Patientenbehandlung zu verbessern. Also selbst allen Kritikern der reinen Evidenz zum Trotz,
Die Force-Plots in der erwähnten Meta-Analyse zeigen einen so klaren Trend. Es sollte mich sehr wundern, würde sich hier etwas ändern. Die gleiche Situation hatten wir vor 10 Jahren mit der Vena jugularis. Fest steht, Ultrasound ist in the house. Wir bringen mobile Systeme auf den RTW, auf das NEF. Wir kümmern uns um die Organdiagnostik, Herz, Thorax, Abdomen in Akutsituationen. Mittlerweile werden periphere Venen mit Ultraschall punktiert. Und das Argument, dass man jetzt nochmal Energie hineinsteckt, ein traditionelles landmarkenbasiertes Verfahren erlernen zu müssen für besondere Notfälle oder Situationen, wobei bekannt ist, dass die Lernkurve nicht steil ist, will mir nicht in den Kopf. Warum investiert man diese Energie, diese Ausbildungsnotwendigkeit einer ultraschallgestützten Punktion nicht sofort in das zukunftsträchtigere Verfahren, und das ist die Sonographie? Ist das Wissen über die landmarkenbasierte Vena subclavia Punktion deswegen überflüssig oder obsolet? Keinesfalls. Landmarke hin oder her. Diese Technik ist so gut untersucht, es sind so viele ZVKs gelegt worden, es gibt so viele anatomische Untersuchungen zu Komplikationen, zu Berichten, zu Tricks und Tipps. Das Wissen, das muss man nutzen. Es widerspräche auch vollkommen meiner Erfahrung in den ersten 7 Jahren der Anästhesie, wo ich die Fertigkeit der Vena subclavia ZVK-Anlage nach der Landmarkentechnik erlernt habe. Sie funktioniert auch mit wechselnden Ergebnissen, aber insgesamt ist es eine zuverlässige und reproduzierbare Technik. Nun, warum erzähle ich das? Weil ich glaube, dass wenn es bereits eine validierte, gute Technik gibt, die aber Nachteile hat, weil man nicht in den Körper gucken kann, nun die Möglichkeit besteht, mit einem visuellen Verfahren zusätzlich eine Sicherheit zu bekommen, dann gibt es für mich keinen Grund, an der Punktionsrichtung, an dem Einstichort, an den zigtausendfach erprobten Zugängen etwas zu ändern. Ich packe nur ein bisschen Sonographie dazu und erhöhe die Sicherheit der Punktion. Oder anders ausgedrückt, ich versuche sonografisch die Landmarkentechnik durchzuführen. Was für eine Aussage, aber ist so. Das Problem dabei ist, dass das nicht 100%ig klappt. Und zwar musst du dir vorstellen, wo in der Landmarkentechnik die Spitze der Punktionskanüle das Gefäß penetriert, die Vena subclavia. Das ist nämlich regelmäßig ein Bereich, der sonografisch nicht zugänglich ist. Die Vena subclavia liegt nämlich dorsal des medialen Endes der Clavicula. Und das weißt du ziemlich gut. Knochen sind ein klasse Reflektor für Ultraschallwellen. Die Vena subclavia ist in diesem Bereich sonografisch demnach nicht darstellbar. Gehen wir nochmal zurück zu dem, was ich gesagt habe. Ich setze mehr oder weniger die Landmarkentechnik um, aber ich packe Ultraschall obendrauf. Betrachten wir einmal nicht das mediale Ende, dort wo die Kanülenspitze das Gefäß penetriert, sondern gucken uns die Einstichstelle an. Punktionsstelle der Vena subclavia nach Landmarkentechnik. Es existieren unterschiedliche Empfehlungen, zum Beispiel der Übergang zwischen mittleren und lateralem Drittel der Clavicula. Eine weitere und für mich wichtige Einstichstelle ist das Aufsuchen der Fossa deltoidio-clavicopectorale. Wir befinden uns demnach in der Regio infraclavicularis, deswegen wird die Fossa ab und zu auch Fossa infraclavicularis genannt. Eine andere Version ist das Trigonum deltoidio-pectorale oder die Mohrenheimsche Grube. Jakob von Mohrenheim, das war ein Chirurg.
Das Schöne an den lateinischen Wörtern ist immer, dass man relativ gut weiß, worum es geht. Also Fossa deltoidioclavicopectorale. Eine Grube zwischen dem Musculus deltoideus, der Clavicula und dem Musculus pectoralis, unterhalb der Clavicula. Ausgehend von dieser Einstichstelle gibt es nun unterschiedliche Lehrmeinungen oder Techniken, wie die Kanüle vorgeschoben wird. Der direkte Weg wäre in Richtung Fossa jugularis sternalis, die kleine Kuhle direkt über dem Manubrium sterni. Andere hingegen halten es für einen Sicherheitsfaktor, erst mit der Kanülenspitze Kontakt zur Clavicula herzustellen und dann fächerartig wieder in Richtung Fossa jugularis sternalis vorzuschieben. Nach Knochenkontakt mit der Clavicula kann man die Spitze mit einem Finger etwas herunterdrücken, sodass die Kanüle dorsal der Clavicula weiter vorgeschoben werden kann und dann im Idealfall die Vena subclavia punktiert. Ist das nicht der Fall, dann gibt es unterschiedliche Aussagen. Man zieht die Kanüle zurück und korrigiert den Winkel entweder nach kranial, und wenn das nicht klappt, dann korrigiert man einen Vorschub weiter nach kaudal. Beide Optionen haben für mich immer ein gewisses Unwohlsein verursacht. Entweder ein Vorschub nach kranial mit dem Risiko, die Arteria subclavia zu treffen. Nach kaudal hatte ich immer Sorge, die Pleurakuppe zu erreichen und ein Pneumothorax zu verursachen. Befürworter einer kranialen oder Befürworter einer kaudalen Korrektur der Kanülenführung, vermutlich haben beide recht. Warum? Weil die Anatomie eben variabel ist. Wir können nicht voraussehen, wie bei diesem Patienten, wie bei dieser Patientin die Vena subclavia verläuft. Somit haben alle Beschreibungen irgendwo ihre Berechtigung und sind auf der anderen Seite gleichzeitig nicht 100%ig korrekt. Und das ist die Lücke, die ich versuche mit der Sonographie zu schließen, eben auf die individuelle Anatomie eingehen zu können und nur mit einem Kanülenvorschub das Gefäß erfolgreich zu punktieren. Um das bewerkstelligen zu können, sind allerdings Maßnahmen notwendig, die untypisch sind für eine Punktion nach der Landmarkentechnik. Erinnere dich noch einmal kurz, wie in der Landmarkentechnik punktiert wird. Die Kanüle wird unterhalb des medialen Endes der Clavicula vorgeschoben und penetriert dann die Vena subclavia. Es ist anatomisch korrekt die Vena subclavia. Du weißt bestimmt noch aus der Anatomie im 1. und 2. Semester, dass die Vena axillaris in die Vena subclavia übergeht. Und die Anatomen sprechen an dieser Stelle, wenn die Vene am lateralen Rand der ersten Rippe ist, heißt sie Vena axillaris. Dummerweise ein Bereich, der sonografisch nicht immer zugänglich ist. Der entscheidende Weg ist also, den Schallkopf so weit nach medial bringen zu können, dass im Idealfall noch die erste Rippe zu erkennen ist, der Übergang in die Vena subclavia. Noch weiter wird es vermutlich nicht funktionieren, weil dann Knochen eine Schallauslöschung der Venen oder der Strukturen verursacht. Um es nochmal genau zu sagen, in einigen Patientinnen oder Patienten kann man das distale Ende der Vena subclavia darstellen, sie geht dann weiter in die Vena axillaris, und in anderen nicht. Folgst du diesen anatomischen Gedanken, ist die ultraschallgestützte Punktion häufig eine Vena axillaris Punktion und keine anatomisch definierte Vena subclavia Punktion. Für die Klinik hat das keine Relevanz. Der Führungsdraht wird nach der Punktion in die Vena subclavia vorgeschoben.
geht dann über den Angulus venosus, die Mündung von der Vena jugularis mit der Vena subclavia in die Vena brachiocephalica, die wiederum weitergeht in die Vena cava superior. So, warum erzähle ich das? Weil die Darstellung der Subclavia nicht immer möglich ist, der Einstichort an der Mohrenheimsche Grube, die Fossa deltoidio-clavicopectorale, aber gleich ist der Einstichwinkel sonografisch bei der ultraschallgestützten Punktion häufig etwas steiler als in der Landmarkentechnik bei gleichem Einstichort. Würde ich den Einstichwinkel abflachen, könnte ich das für die Punktion relevante Ende, nämlich die Kanülenspitze, nicht mehr darstellen. Ich würde ein visuelles Verfahren zumindest teilweise ad absurdum führen. Warum ist ein flacher Einstichwinkel für mich entscheidend? Der Grund ist relativ einfach. Punktieren kann ich mehr oder weniger jede Vene visuell sogar im 90-Grad-Winkel. Na, nicht ganz 90, 80. Aber selbst wenn das Einführen eines Führungsdrahtes, der biegsam ist, bei einem steilen Winkel, wo die Kanüle auf die Vene trifft, noch möglich ist spätestens beim Einführen des Dilatators sind mechanische Probleme zu erwarten. Ich möchte das Risiko einer iatrogenen Venenverletzung durch den Dilatator minimieren. Ich möchte möglichst gerade fast im Verlauf des Gefäßes den Dilatator einführen, um dann letztlich den ZVK oder das Device platzieren zu können. Verlagere ich meinen Einstichpunkt weiter nach lateral der Mohrenheimsche Grube, bin ich schon sehr nah am Schultergelenk. Das macht aus meiner Sicht überhaupt keinen Sinn und der Einstichort, also die Stelle, wo die Kanüle das Gefäß durchsticht, wird auch wieder das distale Ende der Vena subclavia bzw. die Vena axillaris sein, also nichts gewonnen. Ist dieser steilere Einstichwinkel im Vergleich zur Landmarkentechnik relevant? Aus meiner Sicht nicht. Aber es gibt auch einen Unterschied, so wie ich punktiere, gegenüber Methodikbeschreibungen der Vena axillaris oder Vena subclavia Punktion. Auch gibt es eine Menge Lehrvideos über die Vena subclavia Punktion auf YouTube. Und der Unterschied betrifft die Armlagerung. Oder ich sollte besser sagen Armauslagerung. Ich führe eine dezente Abduktion aus, keine 90 Grad im Schultergelenk, ne? Das genaue Ausmaß bestimme ich sonografisch und das Key-Feature dabei ist, meine Ultraschallsonde in der Sagittalebene so weit wie möglich nach medial zu bringen. Durch die Armabduktion verlagere ich das laterale Claviculaende nach kranial. Vena und Arteria axillaris sind exponiert. Ich habe die Möglichkeit, mit der Sonde mehr nach medial zu gleiten. Ich habe die Chance, die erste Rippe darzustellen, was für mich der anatomische Beweis ist, dass ich jetzt in der Nähe der Vena subclavia bin und somit habe ich eine ganz klar definierte sonografische Landmarke. Und weil das variabel ist, weil Menschen unterschiedlich groß sind, die Clavicula anders geformt ist, gibt es auch keine feste Gradzahl, inwieweit man den Arm abduzieren muss. Die Antwort ist so banal wie großartig, alles wird sonografisch durchgeführt. Wenn du von der Landmarkentechnik kommst, ist diese Vorgehensweise wahrscheinlich etwas komplett anderes, was dir und auch mir beigebracht worden ist. Du musst den Arm anlagern und ziehen, damit die Öffnung zwischen erster Rippe und Clavicula größer wird. Nee, sonografisch führt diese Technik mehr oder weniger zu einem Versagen der sonografischen Fähigkeiten, des sonografischen Potenzials.
Ich möchte die bisherigen Aussagen noch einmal kurz zusammenfassen, weil sie aus meiner Sicht einige Key Features sind, damit du erfolgreich die Vena subclavia punktieren kannst. Verwende einen bekannten, klar definierten anatomischen Einstichort, der sich über Jahrzehnte etabliert hat. Die gut tastbare äußere Landmarke Murrenheimsche Grube eignet sich darüber hinaus perfekt für das erste Anloten mit deiner Sonde, um die Vena und Arteria axillaris darstellen zu können und diese dann im Verlauf nach medial verfolgen zu können. Eine weit nach medial positionierte Sonde hat 2 Vorteile. Nummer 1, du kannst eventuell das distale Ende der Vena subclavia sehen. Nummer 2, dein Einstichwinkel wird flach. Das erleichtert dir das Einführen des Dilatators und des ZVKs. Damit du das hinkriegst, musst du aber den Arm abduzieren. Und die Antwort, wie weit, kannst du gleichzeitig sonografisch beantworten. Und zuletzt ist dir klar, dass der Unterschied zwischen der ultraschallgestützten Punktion und der Landmarkentechnik ist, dass du mit Ultraschall nicht immer die Vena subclavia punktierst, sondern häufig die Vena axillaris punktierst. Okay, wie lote ich die Sonde an? Was sind meine sonoanatomischen Kennzeichen? Wie gehe ich vor? Bevorzugte Sonde Linear Array 10 MHz oder drunter. Eine Frequenz von 7,5 MHz reicht vollkommen aus, ist sogar ideal bei adipösen Patienten, wo die Vene durchaus in 4 cm Tiefe lokalisiert sein kann. Und die Standard-Linearsonde mit einem Footprint von ca. 40 mm Breite nehme ich deswegen, weil diese Größe ideal ist für meinen Punktionsort an der Murrenheimschen Grube und gleichzeitig das distale Ende der Vena subclavia darzustellen. Bevorzugt verwende ich ein Venengefäß-Preset des Herstellers. Unsere Systeme booten in der Regel mit einem Nerven- oder Plexus-Preset. Der Unterschied liegt darin, dass die Vene beim Gefäß-Preset meistens mit geringeren Artefakten dargestellt wird. Und das ist lohnenswert. Anlotungspunkt ist die Sagittalebene, also parallel zum Sternum, und zwar in der Murrenheimsche Grube. Links im Bild ist kranial, rechts im Bild kaudal. Und ich fange immer mit einer hohen Tiefe an, niedrigen Frequenz, ab und zu mal auch diese virtuell konvexe Ansicht von der Linearsonde, um zunächst eine Übersicht zu bekommen, um Vene und Arterie voneinander unterscheiden zu können. Beide Gefäße zugleich darzustellen in der Short Axis View. Die Gefäße werden quer angeschnitten. Ich möchte beide sehen. Die eindeutige Unterscheidung der Arterie und Vene halte ich extrem wichtig. Das ist auch der Grund, warum ich zu diesem Zeitpunkt nochmal checke, ob die Seitenausrichtung stimmt. Denn ich weiß, dass die Arteria subclavia regelmäßig weiter dorsal und kranial liegt. Manche verwenden den PW-Doppler, um das typische venöse oder arterielle Signal zu erhalten. Aus meiner Sicht ist das nicht erforderlich. Ich bin der Meinung, man kann das alles im B-Mode detektieren. Aber gut, so ist das halt, ne? Andere Leute, andere sonografische Sitten. Streng in der Sagittalebene bleibend, führe ich jetzt ein Gleitmanöver nach medial aus. Ich gleite in Richtung Sternum. Die infraklavikuläre Region ist den Regionalanästhesisten sicherlich bekannt. Man kann sich vielleicht IVAN merken, Innenvene, Arterie, Nerv. Das gilt ja für die Femoralgegend. Und infraklavikulär wäre Vene, Arterie, Nerv auch so. Nerv muss man durch Plexus ersetzen, also Vene, Arterie, Plexus brachialis.
und das I wie innen von Ivan ist in diesem Fall kaudal. Ne? Also merken, die Arteria subclavia ist immer weiter kranial und dorsal. Jetzt versuche ich mit der Sonde so weit wie möglich nach medial zu gleiten. Das heißt, die kranial gelegenen Anteile verschwinden zuerst unter dem Schatten der Clavicula. Das heißt Plexus brachialis, dann die Arteria axillaris und zuletzt die Vena axillaris, die wir ja aber nicht ganz verschwinden lassen wollen, sondern so weit wie möglich noch erkennen wollen. Und jetzt kommt eben das Manöver mit der Armauslagerung, der Kranialisierung des lateralen Claviculaendes, damit ich noch ein Stück weiter nach medial komme, genau in dem Moment, wo zum Beispiel die Hälfte der die Hälfte der Vene im Schallschatten verschwunden ist. Das ist dein sonografischer Endpunkt. Weiter kannst du die Vene nicht verfolgen, sie liegt im Schallschatten, es wird dunkel. Jetzt kannst du dich entscheiden, ob du out of plane oder in plane punktieren willst, und das würde bedeuten, dass du out of plane nichts weiter tun musst, denn das ist dein sonografischer Endpunkt, und möchtest du in plane punktieren, dann musst du eine Rotation der Sonde durchführen, und das kann durchaus anspruchsvoll sein. In dieser Folge geht es aber noch nicht um die Punktion. Dort gibt es so viel zu sagen, dass es dafür eine Extrafolge, nämlich die nächste, geben wird. Ich möchte noch ein bisschen bei der Sonoanatomie bleiben. Gehen wir nochmal zurück zur Landmarkentechnik. Wenn der Arm angelagert und gezogen wird, die Schulter gesenkt wird. Anatomisch steckt dahinter, dass die Fascia clavicopectorale damit angespannt werden soll, was ein Offenhalten der Vene bevorzugt. Ich habe mich mit der Faszie schon eine Menge beschäftigt, aber so richtig nachvollziehen kann ich das nicht. Das muss ich aber auch gar nicht. Ich benutze die Fascia clavicopectorale als wichtige Landmarke, wo wir suchen müssen. Die Faszie umkleidet den Musculus subclavius und den Pectoralis minor. Blutgefäße dorsal der Fascia pectoralis können nicht die Vena axillaris oder Arteria axillaris sein. Findest du eine Vene ventral der Fascia clavicopectoralis, ist es vermutlich die Vena cephalica, aber nicht die Vene, in die du eigentlich dein ZVK platzieren möchtest. Warum gehe ich auf die Fascia clavicopectorale ein? Ich greife ein bisschen vor, es gibt ja auch die Möglichkeit, einen ZVK über periphere Venen einzuführen, und die Vena cephalica mündet in die Vena axillaris. Sie muss die Fascia clavicopectorale durchbrechen, und das ist häufig in der Fossa deltoidio-clavicopectorale. Und bäm, da waren wir wieder bei den bekannten Landmarken, den typischen und wichtigen Stellen. Also von hautnah ins Körperinnere, von ventral nach dorsal. Zunächst der Musculus pectoralis major, dann der Musculus pectoralis minor, der von zwei Blättern der Fascia clavicopectoralis umgeben wird. Also den Namen der Fascia clavicopectorale merken, denn die Nachbarn sind auch alle bekannt, die Fascia axillaris, die Fascia pectoralis, und nach kranial geht es über zur tiefen Halsfaszie. Tja, was soll ich sagen? Ausblicke, Staffel 2, 3 oder 4, ich weiß es noch nicht. Ultraschallgestützte Regionalanästhesie, da brauchen wir dieses Wissen. Zurück zur infraklavikulären Region und die Blutgefäße. Ich kann dir nur den Tipp geben, untersuche diese Region regelmäßig. Das Auffinden der Vena cephalica, da kennst du schon den Trick mit der Mohrenheimschen Grube, die kannst du verfolgen. Es gibt aber noch eine Menge mehr. Zu erwähnen sind der arterielle Abgang, die Arteria thoracoacromialis und die gleichnamige Vene dazu.
Dann gibt es die Venae pectoralis, es sind immer mehrere und die können durchaus mit der Vena cephalica verwechselt werden. Das kriegst du aber raus, indem du ganz einfache Tracing-Manöver machst, kontrollierte Sondenmanöver und dir die Blutgefäße im B-Bild anguckst. Venenklappen. Die Natur hat uns nicht ohne Grund damit ausgestattet. Die Natur wusste damals vermutlich auch nicht, dass das Vorschieben eines Führungsdrahtes zur ZVK-Anlage mit dem Vorhandensein von Venenklappen kollidieren kann. Nur ein Hinweis: Siehst du sonografisch eine Venenklappe in deiner medial gerichteten Sondenposition, dann kannst du dir sehr sicher sein, dass du sehr nahe am Angulus venosus bist, dort wo Vena subclavia und Jugularis in die Brachiocephalica einmünden. Denn diese Venenklappen sind häufig nur wenige Millimeter, 10 bis 15 Millimeter vom Angulus venosus entfernt und das ist doch eine super zentrale Stelle. Also sieh die Venenklappen nicht als Problem, sondern auch als Güte deiner exakten Sonographie. Distal gelegene Venenklappen sind meistens erst auf der Höhe, wo der Musculus pectoralis am Humerus inseriert und das ist für die Vena axillaris bzw. Vena subclavia Punktion deswegen nicht relevant. Nochmal zur Wiederholung. Dein Gleitmanöver, die Sonde in der Sagittalachse von lateral nach medial. Ich vollziehe dieses Manöver mehrmals, indem ich mir jeweils ein Blutgefäß herauspicke und verfolge und es versuche zu identifizieren. Die Fascia clavico-pectoralis liegt immer ventral der Vena axillaris und ist eine wichtige Landmarke. Schaffst du es, in deinem Ultraschallbild die Vene ventral der ersten Rippe darzustellen, dann hast du einen knöchernen Airbag als Schutz vor einer möglichen Pleuraverletzung. Das ist zugleich ein Gütekriterium, dass du sehr nah an der Vena subclavia bist, bzw. die Vena subclavia darstellst und eine Venenklappe davor, oh la la, tja, dann bist du wohl sehr nah, anatomisch nah, dem Angulus venosus und der ZVK, der muss da lang durch die Brachiocephalica in Richtung rechter Vorhof. Die Lungenverletzung wird allgemein dem infraklavikulären ZVK-Zugang als Risiko zugeschrieben. Es gibt zwar auch Fallberichte, dass sowas bei der Vena jugularis interna Punktion passiert ist, aber eben häufiger bei der Vena subclavia Punktion. Eine weitere Komplikation, über die wir noch nicht gesprochen ist, aber bei der Vena subclavia Punktion durchaus auftreten kann, ist die Verletzung der Lymphbahnen. Das Drainagesystem des Körpers muss irgendwo auch in die Vene abfließen und es gibt den Ductus lymphaticus dexter und sinister links und rechts, wobei die Unterschiede eigentlich nur sind, dass auf der linken Seite der Ductus lymphaticus Ductus thoracicus heißt und die Lymphe der gesamten unteren Körperhälfte abtransportiert. Rechtsseitig ist es der rechte Arm, Hals und der Kopf. Nichtsdestotrotz kann sowohl links als aus rechts der Ductus lymphaticus verletzt werden. Dieses Märchen, dass nur links das Risiko einer Lymphbahnverletzung besteht, ist anatomisch nicht zu erklären. Es macht auch keinen Sinn. Auch der rechte Arm und die obere Körperhälfte müssen drainiert werden. Alles, was ich in der Literatur gefunden habe, sind es sehr, sehr seltene Komplikationen, insbesondere das Bild eines Chylothorax, und das ist schon mal eine gute Aussage. So langsam geht es hier in den Endspurt mit dem Podcast. Das Wochenende ist vorbei. Ich habe 2 Tage produziert. Das hat mir sehr viel Spaß gemacht. Im begleitenden Blogbeitrag werde ich dann Bilder und Filme hinzufügen. Ein Podcast ist Audio und Ultraschall ist visuell. Lassen wir den auditiven Doppler mal außen vor. Schreib uns eine E-Mail, wenn du noch Fragen und Wünsche hast. echo@radiomegahertz.de.
Klasse, dass du Radio Megahertz hörst. Ciao.